Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Wunderland-Update. Wir sind super ins neue Jahr gestartet mit ganz vielen Aufgaben. Wir bauen unsere neue Virtual Reality Experience weiter, die Anfang April starten soll. Wir sind in den Vorbereitungen mit Patagonien, sind in Südamerika schon am Starten, dass wir da anfangen, die Tische zu bauen. Aber heute ist Teil des Updates was ganz Banales. Wir reparieren nämlich regelmäßig unsere Knopfdrücke und da haben wir zwei ganz besondere Knopfdrücke, die ganz wichtig für unser Publikum sind. Und die haben Sven und Marvin heile gemacht. Im zweiten Teil des Updates bekommt ihr noch einen ganz tollen Einblick. Wir haben den Besuch von Funk, dem YouTube-Channel, bei uns begleitet. Das schaffst du nie, heißt er. Und es ist eine ganz besondere Aufgabe gewesen, die bei uns gelöst werden sollte. Aber dazu gleich am besten mehr. Moin, willkommen bei der Wunderland Knopfdrücker-Reparatur. Marvin und ich, wir haben eine kleine Baustelle hier vor uns und es geht um das Mini-Miniatur-Wunderland. Das ist eine Knopfdrückeraktion. Wenn man hier auf den Knopf drückt, dann sollten hier drin eigentlich ein kleiner Zug im Kreis fahren. Leider tut er das nicht. Gar nicht. Deshalb werden wir jetzt hier ein bisschen messen, das Ding mal auseinander pflücken und schauen, ob wir es repariert kriegen. Marvin, Ich komme. du auf dem Boden? Jawohl. Sehr schön. Also ich wäre drauf. Ich drücke drauf. Wir haben 14,5 Volt, also Spannungsversorgung ist in Ordnung. Ja, das ist super. Oh, die Kette hebt hier hinten auch ein ganzes Stück ab. Die reibt hier hinten. Siehst du das? Aber der Motor scheint mir ein bisschen zu schwach zu sein. Also nehmen wir das mal mit in die Werkstatt. Also für meinen Geschmack fährt er auch grundsätzlich ein bisschen zu schnell. Aber wenn wir ihm jetzt ein bisschen weniger Volt geben und er langsamer fährt, hat er natürlich auch noch weniger Kraft und bleibt wahrscheinlich noch eher in der Ecke stehen. Also Marvin, würde ich sagen, wir tauschen den Motor. So, wir haben einen hier mit einer Übersetzung von 249:1. Hol doch mal den nächstgrößeren bitte. Das ist der Azubi, ne? Den kann man schön hinschicken. Kleinigkeiten. Junge, hol mal einen Motor, hol mal einen Kaffee. Mit dem kann man es machen. Ich finde die Geschwindigkeit des Zuges eigentlich schon echt passend. Ja. Wir haben hier ein weiteres Problem. Ja. Wir drücken die Kette zusammen und der Kettenspanner Ja, die macht, Federkraft sieht jetzt auch nicht mehr unbedingt genau, ausreichend aus. Genau. Der Spanner macht nicht, was er soll. Hier jetzt kann das gar nicht zurückziehen. Im Endeffekt haben wir festgestellt, dass der Kettenspanner hier absolut nicht gangbar ist. Also den konntest du in gar keine Richtung mehr bewegen. Was halt dazu geführt hat, dass die Kette nicht nachgespannt wurde. Jetzt haben wir hier für ein bisschen mehr Spiel gesorgt mit 2 Unterlegscheiben. Jetzt merken wir noch, dass uns ein bisschen die Spannkraft fehlt, weshalb wir jetzt mit neuen Federn mal versuchen werden, das zu idealisieren. Und dann gucken wir mal, ob das besser läuft. Oh, Power, Alter. Meine ich, ja. So soll's sein. So soll's sein. Damit bauen wir wieder zusammen. Federn weg. Die hattest du von woanders, ne? Sortier das da ordentlich ein, mein Junge. Ja, das ist wichtig, da darf nichts durcheinander kommen. Du Asi, Alter. Das Geräusch ist hauptsächlich das Getriebe vom Motor, das ist in Ordnung. Ja. er Das hört man läuft auch jetzt- unter der Anlage dann Er deutlich läuft weniger jetzt hören. zuverlässig. Wir können noch einmal, das Problem war ja, dass er nicht angefahren ist, weil er die Anfangskraft nicht gehabt hat. Aber jetzt mit dem neuen Motor Startet ist wieder das... eins, ja, genau. So, das sieht jetzt sehr gut aus, wie das läuft. Also bauen wir das Mini-Mivolar oben wieder ein.
Die Reparatur, die hat jetzt gut geklappt. Der Schieber hält die Kette wieder fest, der neue Motor hat mehr Kraft, der Zug fährt perfekt im Kreis. Also gehen wir jetzt weiter zum nächsten Knopfdrücker. So, und hier haben wir unsere nächste Störung, die Schokofabrik, ein echter Klassiker im Wunderland und auch einer der meistgedrückten Knöpfe. Spuckt uns hier gerade ein Alarm aus, Schokofabrik, Auswurf, überfällig, verstopft, verhakt, blockiert. Da gehen wir jetzt mal hin und gucken, wo der Hase im Pfeffer liegt. Hier in den Kühlschränken, hier lagern wir die Schokolade. Davon schnappe ich mir jetzt Pakete. In einem Paket sind 1000 Tafeln drin und dann bringen wir sie mal unter die Schokoladenfabrik. Dafür müssen wir tatsächlich unter der Anlage längs rollen. Die Anfahrt ist schon immer ein großer Spaß. Und hier könnt ihr sehen, hier ist der Schokoladenbunker. Hier wird die ganze Schokolade eingefüllt. Die reicht dann immer so, je nachdem wie viele Besucher wir haben, für 2 bis 5 Tage. Dann wird sie auf dem Band hier rüber geworfen in den Rüttler. Der Rüttler vereinzelt die Tafeln. Und wie wir jetzt gerade sehen, sollte der Rüttler eigentlich eine Tafel Schokolade auf das Laufband werfen. Die wird dann hochgebracht in die Schokoladenfabrik. Aber im Rüttler wandert keine einzige Schokolade. Und wir gucken jetzt mal, warum das so ist. Einmal ist es grundsätzlich Schokolade drin, daran liegt es nicht, dass nichts gefördert wird. Dann fallen mir aber ein paar Tafeln auf, bei denen die Verpackung aufgegangen ist. Die verhaken sich dann natürlich, die nehmen wir gleich raus. Und dann habe ich hier drüben, sehe ich noch eine richtige Verstopfung. Da sind ein paar Schokoladentafeln so verkeilt, dass sie gar nicht anfangen, den Rüttler hochzuwandern. Die Vereinzelung läuft wieder. Sobald eine Schokolade von dem Rüttler auf das Laufband geworfen wurde, läuft sie an der Lichtschranke vorbei und die unterbricht dann die weitere Förderung des Rüttlers. Wir haben jetzt hier die ganzen Tafeln Schokoladen, wo die Verpackung leicht offen ist. Die können wir den Gästen natürlich jetzt leider nicht geben und müssen die irgendwie entsorgen. Dann füllen wir jetzt noch kurz die Schokoladenfabrik auf und dann sind wir hier fertig für heute. Jungs, hört mir zu. Ich will dieses Verstecken heute unbedingt gewinnen, um jeden Preis. Deshalb schicke ich euch in die ganze Welt. Ja. Hey, ihr kleinen Waldos. Ja. Ihr seht lustig aus. Finde 8 von 10 Minimarks. So. Schwierige Aufgabe jetzt. Ich muss jetzt 10 Minimarks hier verstecken und sie sind, ich sag mal so, relativ charakteristisch. Deshalb brauche ich schon gute Verstecke. Also Leute, 2 Stunden, los geht's. Dort vorne so um die Ecke, da könnte sowas sein. Wenn, dann müssten wir da jetzt hinlaufen, glaube ich. Das kostet natürlich auch Zeit. Ja, die Schweiz ist auch wuselig. Kein Wunder, dass man da nicht alles findet. Das war's für heute schon wieder. Zu Ende ist das Update. Nächste Woche bekommt ihr ein Bauupdate. Und zwar bekommt ihr Einblicke, wie geht's eigentlich mit unserer Virtual Reality Experience weiter. Wir sind ganz weit gekommen. Wir haben vielleicht sogar schon nächste Woche die ersten Bilder aus der Show. Die Räume sind weiter im Bau. Es ist fast fertig. Die Kameras werden kalibriert. Das seht ihr alles nächste Woche. Das wird richtig, richtig spannend. Bis dahin bleibt gesund und munter. Macht's gut.